Herzlich willkommen im Filoro-Studio. Mein Name ist Martin Krieger und ich darf heute einen absoluten Vollprofi in Bezug auf Rohstoffe, Minengesellschaften und Chartanalyse zu einem exklusiven Interview begrüßen. Er ist seit 2012 CEO der Swiss Resource Capital AG und Gründer der Plattform Commodity TV bzw. Rohstoff TV. Jochen Steiger, schön, dass du hier bist bei uns bei Filoro und auch dir ein herzliches Willkommen. Martin, vielen herzlichen Dank für die Einladung hier in Wien. Es ist toll hier zu sein und freue mich gewaltig. Ihr habt ein tolles Unternehmen hier aufgebaut und was da noch alles so kommt, wie ich schon vorhin gesehen habe. Wow, da ziehe ich einen Hut davor. Sehr gut. Vielen Dank und ich würde vorschlagen, wir steigen gleich mal mit einem Zitat von deiner Webseite unter resource-capital.ch ein. Dort steht nämlich: Wir gehen neue Wege in der Kommunikation und Finanzierung von Rohstoffunternehmen. Transparenz, Qualität und Aufklärung sind unsere Antreiber. Jochen, zum Einstieg für unsere Zuseher. Was ist Swiss Resource Capital bzw. Commodity und Rohstoff TV? Ja, also als wir das damals gegründet haben oder mit den ganzen Ideen uns überlegt haben, was können wir denn eigentlich tun, war ein bisschen absehbar, es gab kein richtiges Bergbau-Minen-Rohstoff-TV in dem Sinn. Wir wollten aufklären, wir wollten die Investoren oder die möglichen Investoren einfach auch ein bisschen auf die Reise mitnehmen, weil es tolle Bilder sind, natürlich auch tolle Geschichten. Man muss da dazu ein bisschen auch verstehen, von 1000 Explorern geht einer in die Produktion. So ist die Quote, das ist verrückt. Ja? Und das heißt, wir wollten einfach den Menschen oder den Investoren in dem Sinn die Aufklärung auch nahebringen. Auf was müsst ihr denn achten? Länderrisiken, das Management, macht es Sinn, was die da machen? Sind die Metalle sinnvoll? Wie ist die Metallurgie? Ja, diese Dinge, wo ein Normalverbraucher, sage ich jetzt mal, wirklich überhaupt keine Ahnung hat. Und da eben die Aufklärung, volle Transparenz, weil wir auf die Projekte auch hinfliegen. Wir schauen uns das vor Ort an. Ja? Also ich habe schon etliche Minen in meinem Leben besucht. Das ist wichtig, das zu sehen. Gerade wenn man auch mit Afrika zum Beispiel arbeitet. Ja, also wir wollen natürlich nicht solche tollen Bilder wie im National Geographic mal erschienen vor ein paar Jahren, wo dann Kinder im Kongo im Kobalt in der Lauge drin stehen und die werden maximal 15 Jahre alt, weil die sind total verseucht. Ja? Oder Sklavenarbeit, Gefängnisarbeit und so weiter. Also für uns sind diese Dinge Sozialstandards, ESG, die Qualität des Managements. Ja? Ich darf sagen, ich bin so ein halber Dinosaurier. In dem Bereich fühle ich mich manchmal so, weil ich jetzt über 25 Jahre in dem Bereich tätig bin. Und man hat ein riesen Netzwerk weltweit. Wenn ich etwas nicht weiß, nehme ich den Telefonhörer in die Hand und rufe einen an, der es wissen kann. Und das sind so die Dinge, die hat der normale Investor nicht die Chancen. Wir versuchen das zu transportieren, versuchen diese Transparenz, diese Qualität, die Aufklärung zu bringen und natürlich jetzt, sage ich mal, in der Finanzierung neue Wege zu gehen. Das war damals vielleicht ein bisschen ein Anspruch, wo man sich überlegt hatte, ist aber durch die Regulierungen zunehmend schwieriger geworden. Also ist eigentlich auch nicht unsere Aufgabe, sondern wir sind ein Ideengeber, ein allumfassender Dienstleister, Kommunikation, Investor Relations, Public Relations, Social Media, TV. Wow, also sehr breit gefächert das ganze Angebot. Ja. Und auf eurer Homepage gibt es einen sehr detaillierten Research- und Analysebereich und das auch noch kostenfrei. An wen richtet sich dieses Angebot, vor allen Dingen dieses einmalige Angebot? Also schlichtweg an alle, die es interessiert. Ja. Und wir haben es deswegen auch alles kostenfrei gemacht, weil wir wollen so viel wie möglich Menschen daran teilhaben lassen. Das ist die Idee dahinter. Schlichtweg. Wie läuft das dann ab? Das heißt, ich gehe dann einfach rein und kann mich da anmelden, kriege Newsletter. Also wir haben einen Newsletter, der kommt, sage ich mal, wöchentlich, zweiwöchentlich, kommt ein bisschen drauf an, auf die Auslastung auch meiner Mitarbeiter. Ich darf dazu sagen, ich habe also wirklich 13 fantastische Mitarbeiter hier im Team drinne. Das macht schon wirklich Spaß, sind wirklich Top-Leute und mit denen macht es nicht nur riesig Spaß, sondern sie sind auch vom Fach her extrem gut qualifiziert, weil nur so geht's. Aber auch dieser Research-Bereich, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, das zu sagen. Wir versuchen sehr viel Research zur Verfügung zu stellen. Wir machen unsere eigenen Reports zweimal im Jahr. Das ist eigentlich etwas, wo ich denke, für den Anleger ein extremer Mehrwert ist, weil wir beleuchten zum Beispiel Batteriemetalle, wir beleuchten Silber, Edelmetalle. Ja, diese Dinge. Wir haben einen Uran-Report gemacht. Da haben wir 2016 schon angefangen. Da sind wir angefeindet worden ohne Ende. Wie könnt ihr Uran machen? Ja, und jetzt fallen heute schon die Grünen um und sagen, oh ja, wir müssen die AKWs wieder doch noch in Betrieb nehmen. Also es ist schon interessant, wir sind unserer Zeit manchmal ein bisschen voraus, wir versuchen weiterzudenken, wir versuchen uns die Welt nicht schön zu malen, sondern mit Fakten zu erklären und dieses Wissen wollen wir auch transportieren. Kommen wir zurück auf die Minengesellschaften. Gerade im aktuellen Umfeld der Energiepreise, die wir jetzt
gerade erleben müssen dürfen. Wie schaffen es da Minengesellschaften wirtschaftlich zu arbeiten? Ja, das ist teilweise eine Meisterleistung, teilweise aber auch schlichtweg einfach sehr, sehr gutes Management. Warum? Also die eine Frage ist, habe ich eine Tagebaumine, habe ich eine Untertagemine? Kann ich die Mine mit viel Strom betreiben? Wo kommt der her? Ist der aus Wasserkraft, wie oft in Kanada zum Beispiel? Kann ich Solar einsetzen? Habe ich Windkraft? Oder muss ich einen Haufen Diesel einsetzen? Und wenn ich jetzt einen großen Tagebau habe, da fahren dann so wunderschöne große Trucks rum, die können bis zu 400 Tonnen Erz laden. Der hat einen Stundenverbrauch, der liegt irgendwo um die, glaube ich, 500 oder 800 Liter. Ja, in der Stunde. Also das sind natürlich Mengen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da haut natürlich eine Dieselpreiserhöhung von 30, 40, 50% richtig rein. Also das ist mal das eine, wo man sehen muss. Viele fangen es da damit auf. Also schönes Beispiel, wir haben einen Kunden in Simbabwe, größter Goldförderer in Simbabwe, die Caledonia Mining. Die hat jetzt ein Solarwerk hingestellt und wird das noch massiv ausbauen. Warum? Sie haben 14 Dieselgeneratoren und der Diesel ist abartig teuer da unten, weil der muss aus Südafrika eingeführt werden. So, und jetzt decken sie auf einmal 27% des Strombedarfs aus Solar. Und das macht natürlich in der Rechnung extremst viel aus. Das ist einmal das eine. Das andere ist, man muss schauen, dass man die Logistik im Griff hat. Ja, man muss schauen, wo kriege ich meine Explosives her, wo kriege ich mein Cyanid für die Laugung her zum Beispiel. Ja? Wenn ich natürlich langfristige Lieferverträge habe und das auch womöglich lokal einkaufen kann, dann werde ich immer einen Wettbewerbsvorteil haben. Oder wenn ich jetzt aus China beziehen muss, dann ist die Frachtrate schon dreifach so groß oder vierfach. Also dahingehend läuft es natürlich und man kann optimieren, zum Beispiel in den Brecheranlagen, in der Auslagerung, in der Metallurgie. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Goldproduzenten nimmt und der schafft es, die Auslagerung oder die Metallurgie von 92 auf 93% zu bringen. Das ist ein Riesensprung. Ja, also so kann man das auffangen, aber alles auffangen ist nicht möglich. Also auch die Minengesellschaften müssen jetzt innovativ werden und Dinge ändern und das in kürzester Zeit. Also ich kann dir da ein schönes Beispiel dazu geben. Die durchschnittlichen, die AISC, also diese All-in Sustaining Costs, die ja immer nach dem Weltstandard berechnet werden, lagen vor 18 Monaten für Gold bei ungefähr 1030, 1040 Dollar die Unze. Letzte Woche war der Weltdurchschnitt bei 1235. Also so schnell geht's dann. Wenn wir schon bei diesem Thema sind, gehen wir mal in die Richtung der Edelmetalle, allen voran Gold, Rohstoff, ist natürlich hier begrenzt. Steigende Energiepreise und die Zustände wie Inflation, Stagflation, Rezession, die uns jetzt gerade herumschwirren und uns umgeben. Wie wird sich diese Mischung auf den Preis, wir haben hier ein schönes Chart vorbereitet, von Gold auswirken in den nächsten Monaten, Jahren? Ja, also ich sage mal, der Preis muss eigentlich steigen. Wir sehen das hier sehr schön. Das ist ein Point-and-Figure-Chart. Wichtig ist, wir haben hier einen vierfachen Boden drin. Also wir haben das mittlerweile hier erreicht und haben aber da ein Reversal gehabt. Konnte ich nicht mehr einzeichnen aufgrund der Kürze der Zeit. Wichtig ist eigentlich die Kaufformation hier. Die stammt aus Anfang 2022 im Februar. Da sind wir ausgebrochen komplett. Und da habe ich auch die 2400 Dollar Kursziel abgeleitet davon. Ich könnte jetzt das noch viel anders und weiter aufdröseln, dann käme ich bereits schon auf 4.500, das Langfrist. Also ich habe meinen 50-Jahres-Chart gezeichnet, da kam ich auf 8.400 raus. Weiß ich nicht, ob wir dann vielleicht bewaffnet zum Einkaufen gehen müssen, aber rein faktisch wäre es möglich. Inflation, Stagflation, du hast es gerade angesprochen. Das, was wir auch im Chart hier sehen, diesen massiven Abverkauf von 2080 runter, letztes Jahr jetzt auf die 1680, ist eigentlich, wie soll ich sagen, dem Basel-III-Abkommen etwas geschuldet. Es geht um allokiertes und unallokiertes Gold der Notenbanken. Ich denke aber auch, viele Banken an sich müssen jetzt per Jahresende zeigen, was sie wirklich haben. Und das verliehene Gold, auch der BITS in Basel, ist massiv nach unten gegangen. Die Swaps sind, glaube ich, von 580 Tonnen jetzt auf unter 200 Tonnen gefallen. Das ist gewaltig, ehrlich gesagt. Und wir haben immer gesehen, wenn die Swaps massiv zurückgehen, dann wird sich ein Aufschwung danach ankündigen. Das kann jetzt noch... Ich weiß es auch nicht, ich habe die Glaskugel letzte Woche verkauft, aber ich sag mal irgendwo in der Richtung... Ich wäre schon erstaunt, wenn jetzt September, Oktober ein ziemlicher Dreher
da reinkommt. Hinzu kommt, es wurden 3 Händler angeklagt, auch von JP Morgan jetzt in Amerika, in betreffs Goldmanipulation, das sogenannte Spoofing. Ja, man hat also hier vorgetäuscht, Kauf- und Verkaufsorders zu haben, hat den Markt bewusst in die Irre geführt. Diese Dinge werden, glaube ich, jetzt doch auch langsam aber sicher mehr geahndet. Und dann ist auch dieses manipulatorische Element, das wir teilweise sehen in den Bewegungen, ja, dürfte rausgehen. Weil, nehmen wir die echte Inflation, also diese 8,5%, wo uns hier erzählt werden, ich glaube, wir liegen eher so bei plus 15 irgendwo in der Richtung. Und wenn wir jetzt das extrapolieren von Februar 1980, wo wir bei $850 im Gold waren, dann müssten wir heute eigentlich in dem Bereich mit der Inflation bei 3.000 liegen. Und wo sind wir? Irgendwo 1.724 vorhin. Und ja, also ich warte eigentlich drauf und deswegen bin ich bin auch ganz klarer Käufer am Markt. Ja. Also ich kaufe physisches Gold, physisches Silber auch. Und ansonsten schlage ich gern zu bei wirklich unterbewerteten Minenunternehmen. Sehr interessante Details, die du uns hier verrätst. Ich will auch jetzt nicht zu sehr in die technische Analyse gehen oder in die Fundamentalanalyse. Aber all das, was wir aus den letzten 40, 50 Jahren kennen, wiederholt sich das? Kann man das so ablesen aus diesen ganzen Analysen? Also ein Stück weit schon. Ja. Also wenn wir die 70er Jahre nehmen, dann habe ich schon das Gefühl, es wiederholt sich gerade sehr, sehr viel. Mit einer Ausnahme. Wir haben dieses Mal nicht eine Inflation, die nur jetzt hausgemacht ist durch die Geldmengenausweitung, sondern wir haben jetzt eine Inflation durch gerissene Lieferketten. Wir haben schlichtweg die Produkte nicht zur Verfügung. Ja? Also wir haben auch einen Bekanntenkreis, wir haben einen Spengler, der wird gern bauen, der hat die Bleche einfach nicht. Er kriegt sie nicht. Ja? Und wenn man jetzt den Kupferpreis zum Beispiel hernimmt als Indikator, Dr. Kopper, ja, ist ja immer so eigentlich so der Wirtschaftsindikator par excellence, wird gern genommen. Ja? Von 4,85 runter auf 3,10 oder 3,05 waren wir kürzlich, jetzt sind wir heute wieder bei 3,43. Passt überhaupt nicht ins Bild. Sind meines Erachtens wahnsinnige Short-Spekulanten drin, die sagen, oh ja, überall ist Rezession. Es ist alles ganz, ganz furchtbar und es sieht alles ganz, ganz schlimm aus. Komischerweise, wenn ich jetzt durch die Schweiz fahre oder wenn ich im schönen Österreich, so wie heute, 450 Kilometer unterwegs war, überall steht, wir stellen ein. Was ist das für eine Rezession? Rezession heißt für mich viele Arbeitslose. Ja. Rezession heißt für mich bettelnde Leute auf der Straße. Schwierigkeiten allenthalben. Stehen wir vielleicht am Anfang erst? Das kann schon sein, dass es so mal ein bisschen runterkommt jetzt. Was auch nicht schlecht wäre, wir brauchen eine Abkühlung dringend. Corona hat die Abkühlung ja herbeigeführt 2020. Weil wir haben einen Crack-Up-Boom gesehen von 2010 aufwärts irgendwo jetzt bis 2020, 2021. Und das ist ungesund. Das ist alles viel zu schnell, viel zu heftig gewachsen. Und wenn ich mir anschaue, wie da Geld gedruckt wurde aus dem Nichts und jedes Zombie-Unternehmen weiter finanziert wird, nicht gut, wirklich nicht gut. Wir haben im Prinzip die letzten 2 Wochen, es war 37 Grad warm, es ist schwül ohne Ende. Jeder sagt, oh, endlich ein Gewitter. Und genau das hat uns die letzten 12 Jahre gefehlt in der Wirtschaft. Wir haben dieses reinigende Gewitter nicht mehr gesehen. Schauen wir mal, wann es kommt. Also, wir sind schon mittendrin, meines Erachtens, glaube ich schon. Aber wie gesagt, die Opportunitäten sind da und das ist das Schöne dran. Jochen, lass uns kurz etwas persönlicher werden. Was war denn bisher dein bestes Investment? Ja, das beste Investment war witzigerweise nicht im Bergbau, sondern war eine Gesellschaft, die in Halifax ansässig ist, die eine Technologieplattform hat. Die gibt es seit 27 Jahren, befassen sich mit Syphilis, AIDS, auch mit Corona unter anderem. Und das Ding ist also von 3 Cent auf 89 Cent abgegangen vor rund 1,5 Jahren. Das war also echt ein Brett, ehrlich gesagt. Das war super. Da haben wir ein bisschen zugelangt. Das war schön. Gratulation. Aber, ja, danke. Aber im Minenbereich habe ich also etliche vor 5-, vor 10-facher gehabt. Das kriegt man eigentlich schon ganz gut hin, wenn man entsprechend das macht. Es ist nicht die Regel, definitiv nicht. Ja. Deswegen sage ich immer, wenn einer sein Geld vervierfacht hat, verkauft die Hälfte, dann hast du den einen Stand draußen. Und von mir aus kauft Dividendentitel, weil passives Einkommen tut nie weh. Schön. Ja. Und die andere, die Kehrseite, das schlechteste Investment? Schlechteste Investment war definitiv, als ich mich aus dem Rohstoffbereich rausgewagt hatte, mal in den neuen Bereich Cannabis. Da hat es mich also richtig reingehauen. Ich bin sogar noch nach Kanada geflogen, habe die Anlagen angeschaut, habe die ganze Geschichte in Augenschein genommen, ja, und bin dann also richtig vorgeführt worden, richtig aufs Glatteis. Und ja, also CEO war einfach eine absolute Pfeife, ich kann es nicht anders sagen. Und das hat also einen
schönen sechsstelligen Betrag gekostet. Das war nicht so lustig. Ja, passiert im Leben. Und wenn du dich jetzt nicht mit Investments und Anlagen und Analysen befasst, was macht Jochen Steiger sonst so? Ja, ist ein bisschen schwierig, weil ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Also ich bin an der Börse, seit ich 14 bin. Und das ist für mich Leidenschaft, Hobby, eigentlich alles Wissensdrang. Ich brauche das einfach, ich muss mich informieren. Das ist für mich wahnsinnig wichtig, macht mir einfach auch irrsinnig Spaß. Aber ansonsten spiele ich eigentlich wahnsinnig gern Golf. Ehrlich gesagt, das ist auch so eine Leidenschaft. Ich bin ja froh, dass meine Frau mitmischt. Das ist super, dann kann man auch zu zweit gehen. Ich glaube, die hat auch erst unlängst den Golfturnier gewonnen. Ja, so, genau, hat sie da jetzt abgekommen. Deswegen sind wir auch hier in Wien unter anderem. Ja, das ist super und hat mich auch sehr, sehr gefreut, ehrlich gesagt. Aber das ist so, Golf ist so ein bisschen die Leidenschaft, würde ich sagen, das passt. Ja. Sehr schön. Und zum Abschluss dieses Interviews richten wir immer eine Frage an unseren Interviewgast, und zwar nach dem persönlich goldenen Moment. Welcher war das bei dir im Leben? Oh, das kann ich ganz einfach beantworten. Ein goldener Moment war damals im 2014 im Mai, als ich meine Frau kennenlernen durfte bei einem Feierabend, so Afterwork-Bier. Und ja, das hat eigentlich gleich gefunkt und das ging dann sehr zügig vorwärts. Das Afterwork-Bier, das Afterwork-Live. Ja, genau, richtig, so kann man sagen, perfekt. Sehr schön, sehr schön. Jochen, vielen Dank für dein unfassbares Wissen, was wir da jetzt versucht haben, in diesem kurzen Video unterzubringen. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, noch mehr Ideen haben möchten zu Minengesellschaften, dann alles Wissenswerte finden Sie unter www.resource-capital.ch. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit hier aus dem Filoro Studio und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen wie immer eine goldene Zeit.